Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zu diesem schönen Objektiv hier, das neue Sigma 20 bis 200 mm Super Zoom Objektiv. Ich habe ja schon ein Video dazu erstellt, wo ich es mit den zwei anderen Objektiven vorgestellt habe, die am gleichen Tag released bzw. vorgestellt wurden. Ich habe euch daher versprochen, es gibt nochmal ein ausführliches Review dazu, und das ist dieses Video. Das Sigma 20 bis 200 ist ein besonderes Objektiv, denn es handelt sich zwar um einen Super Zoom, aber um das erste Super Zoom mit einer 20 mm Brennweite untenrum. Das ist natürlich schon sehr cool, weil die meisten fangen bei 24 oder sogar 28 mm an, und da kriegt ihr mit 20 mm dann doch schon nochmal ein gutes Stück mehr aufs Bild. Oben raus 200 mm ist natürlich auch voll in Ordnung, gerade für einen Super Zoom, das man vielleicht mit auf Reisen nehmen will. Die Blende 3,5 untenrum ist gut, ja, da kann man mit arbeiten. 6,3 obenrum ist jetzt auch nicht so, dass ihr ein totales Dunkelzoom-Objektiv habt, also auch hier kann man damit arbeiten. Und was euch vielleicht als erstes am wichtigsten interessieren wird, sind die Blendenschritte über die Brennweite. Ich blende euch das gerade mal hier ein. Da könnt ihr dann mal sehen, wie sich die Blende zur Brennweite verhält. Also das sind mal grobe Schritte. Es ist so, wenn ihr das Ganze verstellt, dann kann das schon sein, dass es in Millimeter-Schritten sich die Blende ein bisschen anpasst, also ein bisschen schlechter wird, beziehungsweise eben ein bisschen kleiner wird. Ich habe euch grobe Schritte aufgeschrieben. Das deckt eigentlich zumindest mal den groben Bereich so ab. Ihr könnt euch da ein Bild davon machen, bei welcher Brennweite ihr ungefähr bei welcher Blende seid. Wie gesagt, das sind so viele Schritte, die möchte ich jetzt hier nicht alle aufzählen, aber eine kleine Übersicht ist ja immer nicht so schlecht. Kommen wir mal ein bisschen zur Größe von dem Objektiv. Das ist ja nicht ganz unwichtig. Ihr kriegt zwar die Größe aus dem Datenblatt mit der Länge und sowas. Was bei mir immer sehr interessant ist, ist die Größe mit Gegenlichtblende dran, wenn man das Ganze zum Beispiel in einen Kamerarucksack oder eine Kameratasche packen will. Und da sind wir bei einer Länge im eingefahrenen Zustand von 11,5 cm mit Gegenlichtblende bei 14 cm. Also ab Kamerabajonett, das heißt, wenn das Ding an der Kamera dran ist, ab hier gemessen bis vorne zur Spitze von der Gegenlichtblende, seid ihr bei 14 cm. Das Ganze fährt aus 7 cm. Man sieht hier, das wird dann schon ordentlich groß. Im Durchmesser mit der Gegenlichtblende seid ihr hier bei 8,6 cm. Das heißt, das hier müsst ihr einplanen, wenn ihr eine Kameratasche sucht, wo ihr das Ganze vielleicht montiert in der Tasche lagern könnt. Ihr habt einen 72 mm Filtergewinde. Das ist auch ganz okay, das ist eine Größe, die ist jetzt vermehrt in vielen Objektiven zu finden. Das Gewicht beträgt 550 Gramm hier an der L-Mount-Version und sogar nur 540 Gramm an der E-Mount-Version. Man kann also sagen, dass man hier schon ein relativ kompaktes und leichtes Super-Zoom-Objektiv hat. Und ich habe da schon ein anderes Video, ich glaube ein Short, hochgeladen, wo ich das Ganze mal an der Lumix S9 dran hatte. Die Kamera ist ja ziemlich klein und auch da harmoniert das Ganze sehr gut. Ich habe es an der Lumix S1 II und an der S1 R2 getestet, eben dass ich ein bisschen Geschwindigkeit dahinter habe und auch ein bisschen Auflösung, um das alles mal ausgiebig testen zu können. Das Ganze ist spritzwassergeschützt, ihr müsst euch da also bei leichtem Regen noch nicht wirklich Gedanken drüber machen. Ihr müsst vielleicht ein bisschen aufpassen, weil es ist halt kein Innenzoom, es fährt aus, und wenn sich hier drin Wasser sammelt, ist es nicht immer ganz so von Vorteil. Also ich würde damit jetzt nicht in den Starkregen gehen. Ihr habt hinten eine Gummidichtlippe zum Bajonett hin, also das sichert euch das Ganze so ein bisschen ab, aber wie gesagt, es ist kein Innenzoom und deswegen passt da einfach ein bisschen auf. Aber die ganzen Daten interessieren euch vielleicht überhaupt gar nicht, und euch interessiert nur, wie das Ding in der Bildqualität abschneidet. Und auch dazu kann ich euch ein bisschen was erzählen. Ich habe hier nämlich mein MacBook und da habe ich diverse Bilder drauf, und dann kann ich euch einfach ein paar Bilder zeigen und auch ein bisschen was dazu erzählen. Wie gesagt, S1 II, S1R2. Ich war mit dem Objektiv mit der S1R2 in Frankreich in Colmar unterwegs und da die ganzen kleinen Dörfer, habe da einfach mal so ein bisschen Urlaub gemacht und eben ein paar Bilder aufgenommen. Da könnt ihr dann also schon mal ein bisschen so die Schärfe anschauen. Und was soll ich sagen? Die Schärfe ist für einen Super Zoom wirklich nicht schlecht. Ich hatte jetzt nicht so die hohen Erwartungen an das Objektiv, denn es ist ja auch nur ein Contemporary Objektiv, also kein Art. Aber
Ich wurde überrascht, möchte ich mal sagen. Die Schärfe ist wirklich sehr gut. Und wenn wir hier mal das Bild bei 20 mm angucken mit den Booten, dann ist auch hier am Steg da unten noch relativ viel Schärfe im Randbereich vorhanden. Also da war ich wirklich überrascht. Klar, in der Mitte ist es sowieso scharf. Ihr dürft jetzt natürlich keine Festbrennweitenschärfe erwarten. Da muss man realistisch bleiben. Das werdet ihr aus so einem Objektiv wahrscheinlich auch nie rausbekommen. Aber es ist eine Schärfe, wo ich sagen würde, ich brauche es auch nicht schärfer. Es ist schon so, dass man wirklich jedes Detail erkennt und so weiter. Und was will ich denn dann noch mehr haben? Klar, man kann noch schärfere Bilder haben. Das spielt bei Porträts vielleicht dann auch noch eine Rolle, wenn man wirklich jede Hautpore erkennen will und dann später im Photoshop wieder entfernen will. Aber für einen Superzoom, ein Urlaubsobjektiv, nenne ich es mal, da ist es völlig ausreichend. Ich möchte ein Objektiv, das habe ich an der Kamera, ich decke einen großen Brennweitenbereich ab und ich möchte eine Schärfe, wo ich an der Seite nicht nur noch Matsch vorfinde. Und genau das ist hier eben nicht der Fall. Also ich habe hier keinen Matsch. Das bildet alles sehr gut ab. In der Mitte natürlich besser als außen, das ist klar. Aber selbst wenn ihr ein bisschen abblendet, bekommt ihr auch im Außenbereich noch sowas hin, dass euch da niemand mehr irgendwie was anmeckern würde. Jetzt ist es so, die meisten Bilder werden sowieso nur noch auf Smartphones und was weiß ich was angeguckt. Und da macht euch keine Gedanken drüber, dass da irgendwie irgendwas schlecht wäre. Man muss halt immer im Hinterkopf behalten, es ist ein Superzoom, 20 mm, Anfangsbrennweite bis 200 mm. Das bietet euch wirklich sehr viel. Und für diesen Bereich ist es schon wirklich sehr, sehr gut. Kommen wir zum Bokeh. Es ist so, 20 mm, Blende 3,5. Da kann man sich ein bisschen was herzaubern, wenn man näher an das Motiv hingeht. Bei 200 mm sieht es dann natürlich schon ganz anders aus. Wenn ihr da ein bisschen näher oder auch mit einem bisschen Abstand am Motiv seid, habt ihr trotzdem noch einen relativ schönen cremigen Hintergrund. Ihr dürft da natürlich nicht erwarten, dass ihr eine Blende 1,2 Hintergrundunschärfe und Bokeh von so einem Objektiv herbekommt, das geht physikalisch einfach nicht. Aber für das, was das Objektiv ist, macht es eigentlich schon einen super sauberen Hintergrund. Also ich habe da jetzt keine Verwirbelungen oder irgendwie sowas festgestellt, die mich da mal irgendwie so ein bisschen nicht genervt, aber vielleicht verärgert hätten und mir da vielleicht den Hintergrund versaut hätten. Das konnte ich da einfach nicht feststellen. Und dann schauen wir mal weiter. Wir haben Blendensterne. Wir haben Blendensterne mit weicheren Strahlen, sag ich mal. Ich bin jetzt nicht der Mensch, der groß Blendensterne fotografiert, deswegen will ich die jetzt auch nicht gut oder schlecht bewerten oder sowas. Ihr könnt euch die Beispielbilder mal anschauen. Ihr habt eine Blende 22 bei 20 mm und eine Blende 40 bei 200 mm. Ihr habt da also sehr viel Luft, um euch da die passenden Sternchen auszusuchen. Beim Gegenlichtverhalten lassen sich Ghosting und Flares herausfordern. Ja, nicht herausfordern, doch schon herausfordern. Sind aber so, ihr müsst es schon herausfordern. Also es ist jetzt nicht so, dass das Objektiv frei von Ghosting oder Flares wäre. Das würde mich natürlich auch schwer wundern. Aber es ist so, in normalen Bildern, auch wenn ich mal größere Aufnahmen aufgenommen habe mit Sonne im Bild und so, hat das nicht wirklich gestört. Ihr müsst also schon direkter in die Sonne fotografieren und da ist es klar, bei 20 mm ist das Ganze jetzt nicht so das Problem wie bei 200 mm, wenn ihr da wirklich direkt in die Sonne fotografiert oder filmt, da tritt dann schon ein bisschen mehr auf, aber eurem Sensor zuliebe solltet ihr das einfach nicht machen. Überrascht war ich von der chromatischen Aberration und von den Low-Cars, denn ich konnte so gut wie keine chromatische Aberration feststellen. Das ist wirklich so, in Situationen mit starken Kontrasten, Kontrastkanten, wenn ihr die Sonne im Bild habt, da könnt ihr vielleicht ein bisschen was feststellen, aber das Objektiv ist wirklich so gut korrigiert, möchte ich es nennen. Das wird euch im Alltag wahrscheinlich nie auffallen. Und auch bei den Low-Cars ist es so, im Worst Case könnt ihr die hervorzaubern, sag ich mal, aber auch nur sehr beschränkt. Also da gibt es Objektive, klar, umso lichtstärker, umso mehr Probleme haben die da. Das hier ist jetzt nicht so lichtstark, deswegen hat es natürlich auch weniger Probleme. Alles in allem, chromatische Aberration ist hier wirklich nicht das Thema. Kommen wir kurz zum Autofokus. Ich habe das ganze Jahr an einer Lumix-Kamera getestet. Klar, die S1 II, die hat einen sehr, sehr guten Autofokus. Es ist aber so, wenn ich da jetzt irgendwie was feststellen würde, dass das Objektiv vielleicht nicht so schnell wäre oder so, dann würde ich das eher auf die Kamera schieben.
Es ist aber so, das Objektiv war sehr schnell. Ihr seht ja auch im Beispiel, wie schnell das hin und her fokussiert. Da habe ich schon deutlich langsamere Objektive gesehen. Es macht also selbst an der Lumix einen sehr guten Job. Ich könnte davon ausgehen, dass es am E-Mount vielleicht noch einen Tick schneller fokussiert, wobei ich jetzt nie ein Problem damit hatte. Also ich habe jetzt nie irgendwie festgestellt, ich bräuchte mal noch einen Tick schnelleren Autofokus. Ich muss aber auch so ehrlich sein, ich habe damit keine Birds in Flight fotografiert. Also irgendwie irgendwelche Vögel, die auf mich zufliegen oder so, habe ich damit jetzt nicht ausprobiert, weil ich eben auch weiß, dass die Lumix-Kameras da eine kleine Schwachstelle haben. Aber für ein Kind, das auf euch zurennt oder meine kleine Tochter, da war das überhaupt gar kein Problem. Auch mit den 60 bzw. 70 FPS an der Lumix S1 II hat das Objektiv gar keine Probleme gehabt. Also da wurde nichts begrenzt oder irgendwie sowas. Das müsst ihr bei der E-Mount-Version natürlich beachten. Am E-Mount wird das Ganze auf 15 FPS begrenzt, an den Lumix wie gesagt nicht. Und dann habt ihr an dem Objektiv noch ein relativ cooles Feature. Ja, nicht Feature, aber es ist halt eine coole Eigenschaft, und zwar die Naheinstellgrenze. Ich möchte euch da ein bisschen was dazu erzählen. Die minimale Fokusdistanz von 16,5 cm liegt nämlich bei 28 mm. Bei 20 mm habt ihr eine Fokusdistanz von 25 cm und bei 200 mm sind es 65 cm. Und jetzt ist es so, in dem Bereich zwischen 28 und 85 mm Brennweite habt ihr eine Vergrößerung von 1:2. Also da könnt ihr schon wirklich sehr nah an euer Motiv hingehen und auch mal eine Makroaufnahme machen. Also ich möchte es jetzt nicht unbedingt Makroobjektiv nennen, aber man kann damit schon relativ nah hingehen und eben auch mal ein paar Details einfangen. Focus Breathing ist so gut wie nicht vorhanden. Am langen Ende nicht, am kurzen Ende nicht. Wenn ihr das Ding zum Filmen benutzen wollt, ist es wirklich sehr, sehr gut. Da müsst ihr euch also auch keine Gedanken machen. Eine Stabilisation habt ihr in dem Objektiv nicht. Aber weil wir es gerade vom Filmen hatten, schaut euch mal das Video hier an bei 200 mm aus der Hand gehalten beim Filmen. Das ist schon ganz ordentlich, was da so ein Lumix Stabi abliefert. Also auch da müsst ihr euch dann keinerlei Gedanken machen. Egal ob im Video oder im Foto. Ich hatte da jetzt nie irgendwie das Bedürfnis, eine bessere Stabilisation oder sowas zu haben. Ihr bekommt das Ganze für 899 €. Das ist meiner Meinung nach eigentlich ein relativ fairer Preis, sag ich mal. Für das, was das Objektiv kann. Das erste seiner Art mit 20 bis 200 mm, also wirklich 20 mm untenrum. Das bringt euch natürlich schon einen gewissen Vorteil. Gerade für ein Urlaubsobjektiv, wenn ihr einfach mal ein bisschen mehr drauf haben wollt, in der Stadt oder in Gebäuden oder irgendwie sowas. Auch mit der Lichtstärke von 3,2, da könnt ihr in Gebäuden schon noch ein bisschen was anfangen, weil eben auch die Kameras von der ISO her ein bisschen was abliefern können. Also da ist es wirklich sehr gut geeignet. Und wenn jemand ein Urlaubsobjektiv sucht, dann hätte ich da keinerlei Probleme damit, ihm das hier zu empfehlen, weil wie gesagt, ich habe da wirklich sehr viel Spaß mit gehabt, sehr tolle Bilder mitmachen können. Ich packe euch da einfach mal Links in die Beschreibung, dann könnt ihr euch das ja selber mal angucken. Mich würde interessieren, was sagt ihr zu dem Objektiv? Gefällt es euch? Ist es vielleicht für euch eine Variante, was ihr euch an eurer Kamera vorstellen könnt? Oder seid ihr da doch eher der Freund von lichtstärkeren Objektiven mit weniger Brennweitenbereich? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir einfach ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.